Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer ersten Mod-Preview von BM Modding. Mein Name ist Jackaroo und ich stelle euch heute den Feldarbeitsaufträge-Mod vor. Der Mod wurde geskriptet von Ravnix, der leider keine Zeit hat, mit mir euch den zusammen vorzustellen. Deswegen mache ich es alleine. Ich hoffe, ich kriege es gut hin. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal drauf los. Wenn ihr im Singleplayer also den Mod installiert habt, erste Mal einen Singleplayer wieder startet, dann werdet ihr direkt von so einer Meldung überrascht. Da steht kurz erklärt, was das für ein Mod ist und wie ihr es machen müsst. Und zwar könnt ihr mit dem Mod als Lohnunternehmer tätig werden und euch so noch ein kleines Zubrot verdienen. Öffnen tut das Ganze mit Steuerung links und Taste M. Dann kommt ihr in das Auftragsmenü. Dann gucken wir uns das dort direkt mal an. So, einmal Steuerung M gedrückt. Da ist das Menü. Hier können wir uns aussuchen, was wir machen möchten. Wir können entweder einen zufälligen Auftrag generieren lassen, über zufällig, oder über die Pfeiltasten, ob wir grubbern möchten, pflügen möchten, säen, was auch immer. Mir ist gerade nach Dreschen, deswegen wähle ich Dreschen aus und guck mal, was der mir hier so anbietet. Und da steht gerade, Bauer Chris bietet Ihnen folgenden Auftrag an. Auftrag: ernten Sie Gerste auf Feld 23, bringen Sie die Ernte zum Getreidespeicher. Die Fläche beträgt 1,72 Hektar und die Bezahlung 9.460 Euro. Das macht eine Bezahlung von 5.500 Euro pro Hektar. Also das Geld kriegt ihr, wenn ihr die Fläche komplett abgeerntet habt. Zusätzlich fürs Liefern von dem Ertrag gibt es dann nochmal 2.838 Euro, wenn ihr das alles zum Getreidespeicher gebracht habt. Dann nehmen wir den Auftrag doch mal an. Ich springe mal einmal zum Drescher rüber und würde sagen, ich mache jetzt hier mal kurz einen Schnitt und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich am Feld angekommen bin. So, ich bin jetzt hier am Feld angekommen. Oben seht ihr auch schon die Statusleiste von der Mod. Da steht Auftrag: ernten Sie Gerste auf Feld 23, bringen Sie die Ernte zum Getreidespeicher. Nochmal der Auftrag als Wiederholung. Und darunter haben wir dann in Prozent, wie viel wir schon gedroschen haben und wie viel wir abgeliefert haben. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Jetzt sehen wir schon oben die Prozentzahlen bei Feldarbeit erledigt. Während ich hier mal so ein paar Bahnen ziehe, erkläre ich mal so ein bisschen, warum wir jetzt gerade die Mod-Reviews machen. Und zwar haben wir uns überlegt, die Mods, die werden immer komplexer und es ist auch sehr viel, was man so nicht sieht an Modelle oder so, sondern viel im Hintergrund, was so Skripte angeht, die man so gar nicht erkennt. Und wir wollen einfach jetzt unsere Mods immer ein bisschen vorstellen und mal ein bisschen auch von hinter den Kulissen berichten, was da jetzt also an Skripten alles läuft, was man so vielleicht gar nicht alles mitbekommt, damit ihr auch alle gut informiert seid und wisst, was ihr da nachher überhaupt runtergeladen habt und was ihr damit auch alles machen könnt und wie das alles funktioniert. Wann kommen die Previews raus, beziehungsweise was für euch vielleicht viel interessanter ist, wann kommen denn dann die eigentlichen Mods raus? Wir machen immer 1-2 Tage, bevor wir einen Mod releasen, habt ihr dann eine Mod-Preview, könnt ihr euch dann darauf ein bisschen einstellen, könnt euch das mal angucken und dann könnt ihr davon rechnen, dass auf jeden Fall die Mod dann wenig später, 1-2 Tage, vielleicht am gleichen Tag auch noch, zum öffentlichen Download bereitsteht. Natürlich werdet ihr von uns benachrichtigt, wie die Leute, die uns abonniert haben, bei Facebook zum Beispiel, da werdet ihr natürlich benachrichtigt, dass ihr es auf jeden Fall auch nicht verpassen werdet. Und ja, das zum Hintergrund, warum wir die Mod-Previews hier machen. Ich würde sagen, ich dresche jetzt hier mal ein bisschen weiter. Mal gucken, dass ich das halbe Feld ungefähr weg habe. Und dann gucken wir mal an, was denn dann mit der abgelieferten Ernte passiert. So, wir haben jetzt knapp 65% unseres Auftrages abgeerntet. Und dann sehen wir gleich mal, was passiert, wenn wir dann zum Getreidespeicher fahren. So, hier sind wir jetzt am Ziel angekommen. Der Getreidespeicher von Björnholm. Fahren wir hier über den ganz normalen Trigger. Und wenn ich jetzt auf Abkippen drücke, sehen wir, wie die Prozentzahlen der abgelieferten Ernte schnell nach oben hin gehen, bis auf 100%. Warum 100%? Als Grundwert wird die bisher geerntete Menge genommen. Und da wir gerade alles in den Krampe geladen haben und alles hier abgekippt haben, sind es natürlich dann 100%. Der Rest ist noch auf dem Feld, der muss noch erst gedroschen werden. Also schnell zurück aufs Feld, auf dem der Helfer gerade schon wieder fröhlich seine Bahn zieht, den ich gerade im Schnitt aktiviert habe. Wir sehen, Feldarbeit ist ein ganzes Stück nach oben hingegangen, fast erledigt. Die letzte Bahn wird gerade gefahren.
Also die Prozentzahlen steigen, die Prozentzahl der abgelieferten Ernte sinkt hingegen. Da müssen wir nachher noch alles das, was der Drescher gerade wieder aufnimmt, zum Getreidespeicher bringen, um auch da wieder auf 100% zu kommen und damit unseren Feldauftrag zu erledigen. Dann gibt es noch eine kleine Besonderheit zu der Mod, und zwar läuft die nur auf zu der Mod kompatible Maps. Die Standard-Maps werden schon unterstützt, die Björnholm und die USA-Map. Und damit ihr auch auf sehr vielen Maps spielen könnt, haben wir uns im Vornherein schon mit anderen Mappern zusammengesetzt, die Mod auch schon verbauen, sodass ihr schnellstmöglich auch auf ganz vielen Maps als Unternehmer tätig sein könnt. Für die Leute, die selber an einer Map basteln, liegt noch ein Paket in der ZIP dabei, wo erklärt wird, was ihr machen müsst, damit auch eure Map kompatibel zu dem Feldarbeitsaufträge-Mod wird. Die letzten Meter werden gefahren, der Drescher ist kurz vorm Ende. Wir haben gerade die 100% erreicht, Feldarbeit ist erledigt. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir das ganze Getreide auch zum Getreidespeicher bringen, um da auf 100% zu kommen. So, wir sind zurück am Getreidespeicher, kippen jetzt mal den letzten Rest ab. Auf den Abladeträger gefahren. Und schon mal was passiert, wenn wir jetzt abkippen. Ja, Auftrag beendet. Diesen haben wir jetzt erfolgreich beendet. Wir haben das ganze Geld erhalten. Können zurückgehen und direkt den nächsten Auftrag starten, wenn wir möchten. Hier als kleine Information noch, wenn ihr den Mod auf dem Dedi spielt, dann müsst ihr als Admin angemeldet sein, sonst funktioniert das nicht. Und der eine oder andere Trickser von euch, der mag sich jetzt vielleicht denken, na, wenn ich jetzt gerade eher am Arbeiten bin, dann kann ich das auch einfach bei mir in Silo kippen. Das klappt leider nicht so, denn die Mengen, die ihr abladet, die werden nicht euren Silos gut geschrieben. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Mod. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es uns wissen, ob ihr noch mehr solche Videos sehen wollt, was alles im Hintergrund passiert, was so skripttechnisch alles verbaut ist, wie die Sachen funktionieren. Schreibt es kurz in die Kommentare. Die Feldarbeitsträger-Mod wird veröffentlicht an Silvester als kleines Silvester-Special. Viel Spaß damit im neuen Jahr. Wir wünschen einen guten Rutsch vom ganzen BM-Modding-Team. Bis dahin, man hört sich.